Oh yeah, hallo liebe Leute, ich hoffe bei euch ist alles richtig genial. Heute mal etwas anderes und zwar schauen wir uns heute mal einen Beamer an. Ja, hat es auf diesem Kanal auch noch nicht gegeben und zwar den JMGO N1S Infinity 4K Beamer. Ich bin direkt bei Infinity Guru Josh. Und da packen wir in diesem Video doch einfach mal den Beamer auch mal zusammen aus, mal ein bisschen anders, denn das ist auch schon eine kleine Besonderheit, die den Beamer so ausmacht. Und was er sonst noch kann, das schauen wir uns im Video ebenfalls an. Los geht's, euer Speaker Shocker. Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren und fangen direkt mal an, ihn auszupacken. Den Banner hier, was da drauf steht, keine Sorge, das verklicke ich euch noch während des Videos. Und wie das hier schon verpackt ist, also das ist schon geil, sieht irgendwie aus wie so ein Mini-Kühlschrank, ist es aber nicht. Aber, und das finde ich das Coole an diesem Beamer, Projektor, wie man es benennen möchte, ich finde ihn irgendwie auch irgendwo mobil, dass man ihn mitnehmen kann, denn er ist hier einfach mal so schön verpackt. Ich hatte ihn schon ausgepackt und wieder eingepackt, aber das ist alles ganz simpel, cool eingepackt, so dass er auch beim Transport geschützt ist und sicher ist. Und immer bin ich am Überlegen, wie packt man ihn denn am besten. Ich glaube, man steht auf. Ich glaube, das geht besser. Das ist jetzt schön im Video hier. Ihr kennt das. Vorführeffekt. Ach, erstmal hier den Quick Start Guide rausholen, den man eigentlich gar nicht braucht. Denn den Aufbau oder auch den Anschluss des Beamers, das ist wirklich extrem simpel. Das Komplizierteste dabei ist, ihr müsst euer WLAN-Passwort im Kopf haben. Das ist schon das Schwierigste. Und hier ist er auch schon. Ja, der steht auf einem Fuß, der 360 Grad drehbar ist. Ja, man kann ihn ausrichten. Das ist cool gemacht. Was haben wir noch dabei? Ein 180 Watt Netzteil ist noch mit dabei. Und die Fernbedienung ist auch noch mit dabei. Hier habe ich schon die Batterien eingelegt. Ich habe sie im Video im späteren Verlauf auch tatsächlich so mit der Folie benutzt. Hört man vielleicht ein bisschen im Video. Aber so kommt an der Fernbedienung schon mal nichts dran. Gut, Silikagel, damit einfach Feuchtigkeit geschützt ist. Der Quick Start Guide, aber wie gesagt, der Beamer macht alles von alleine. Ihr stellt ihn auf, schließt das Netzteil an, schaltet ihn mit einem Knopf ein und dann war es das auch schon. Hier ist der Einschaltknopf, einfach anschalten. Die Anschlüsse, wir haben hier zweimal HDMI, einmal damit wir hier noch Bildsignal reingeben können und dann haben wir hier noch einen HDMI ARC, also den Audio Return Channel, damit ihr den Ton zur Soundbar weitergeben könnt oder in den AV-Receiver, wie ihr lustig seid. Wobei der Beamer auch eingebaute Lautsprecher hat. Zum Klang kommen wir gleich. Haben wir noch einen USB-Anschluss und einen AUX-Anschluss. Damit der Beamer aber trotzdem mobil bleibt und ihr das hier drehen und tun machen könnt, wie ihr wollt, haben wir den Stromanschluss selbst hier unten im Fuß drin. Das ist gar nicht mal so blöd gemacht, wie ich am Anfang gedacht habe. Denn so schließen wir hier das Kabel an. Der Beamer bleibt mobil. Der Beamer hier hat eine Breite von 24,1 cm, eine Höhe von 26,6 und eine Tiefe von 20 cm. 4,5 Kilogramm bringt er auf die Waage. Man kann optional hier auch noch einen Ständer zuordern, aber ansonsten könnte man ihn einfach auch auf den Stehtisch, Regal, wo auch immer hinstellen. Das ist alles kein Problem. Aber auch eine Wand- oder Deckenmontage wäre möglich. Das Schöne bei dem Beamer ist, er ist wirklich sehr einfach in der Handhabung. Einfach aufstellen und den Rest macht der Beamer von alleine. Wie gesagt, beim ersten Mal, wenn er euch mit eurem WLAN-Netzwerk verbinden möchte, Passwort eingeben und das war es dann schon. Ihr müsst den Beamer nicht irgendwie ausrichten, gucken, wie funktioniert das. Das macht der Beamer alles von alleine und das hat bei mir auch immer ganz gut funktioniert. Und direkt haben wir dann auch Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Google, alles kein Problem. Android läuft hier drauf in der Version 11. Alles gut, auch ein Sicherheitsupdate hat es gegeben, das ist aktuell von März 2025. Und wenn man hier die Rückseite uns mal anguckt, dann könnte man denken, oh, Lüftungsgitter, der ist doch sehr laut wie sonst was. Nein, überhaupt nicht. Ich habe hier schon Fußballspiele geguckt, 4 Stunden, 5 Stunden lief der Beamer am Stück, der Lüfter nicht einmal zu hören gewesen. Wenn ihr Fenster offen habt, das Blätterrauschen von Bäumen im Wind ist lauter wie der Beamer. Also das passt auf jeden Fall auch nach stundenlangem Betrieb. Wichtig bei so einem Beamer ist natürlich die Helligkeit und die wird in unterschiedlichen Maßangaben angegeben. Wichtig sind hierbei
entweder die Angabe ANSI-Lumen oder ISO-Lumen. Es gibt auch noch andere Werte, die quasi erfunden sind. LED-Lumen, Leuchtkraft-Lumen, Leuchtmittel-Lumen oder sowas. Das sind Angaben, die eher so marketingtechnisch sind. Und dann kommen dann auf einmal Beamer raus, die eine Helligkeit von 36.000 Lumen und noch mehr haben. Das ist völliger Quatsch. Wichtig, wie gesagt, sind hier ANSI-Lumen oder ISO-Lumen. Und wir haben hier bei dem Beamer die Angabe 2600 ANSI-Lumen bzw. 2450 ISO-Lumen. Das Kontrastverhältnis ist auch wichtig. Das wird hier angegeben mit 1600:1. Wir haben hier eine Farbraumabdeckung von 110%, BT 2020 ist gar kein Problem, HDR10 wird ebenfalls unterstützt. Jetzt steht da natürlich überall 4K, aber für mich ist es nicht ganz 4K, denn das K steht für Kilo, Kilo steht für 1000. Also müsste irgendwo 4000 Pixel sein. Haben wir nicht ganz, aber das originale 4K-Format ist ja 4096 x 2160 Pixeln. Das bisschen nicht ganz 16:9, darum haben wir im 16:9 Format halt die 3840 x 2160 Pixel. Für die Erzeugung des Bildes verwendet der Beamer hier 3 Laser, einmal rot, grün und blau. Das Ganze funktioniert mit dem DLP-Verfahren. Jetzt stecke ich in der Beamer-Technik überhaupt nicht drin, aber DLP, das steht für, kann man sagen, digitale Lichtprozessor. Und dann ist es so, dass die Lichtstrahlen von den Lasern durch eine sich drehende Farbscheibe geleitet werden. Die erzeugen dann in etwa das Bild. Dieses Bild trifft dann auf den DLP-Chip und dieser Chip spiegelt dann das Bild schlussendlich zur Leinwand. Und ich sage jetzt einfach mal, wir schauen uns mal an, wie das Bild von dem Beamer so aussieht. Dabei werde ich jetzt hier keine fancy Bilder nutzen, die dann zeigen, boah, guck mal, wie Farbe geil, Kontrast und sowas, sondern eher so das, was man im alltäglichen Gebrauch auch so macht. Vielleicht mal ein Fußballspiel gucken. Gaming, ganz wichtig, denn 60 Bilder pro Sekunde sollten für den Beamer auch mal gar kein Problem sein. Dabei habe ich den Beamer ganz einfach, jetzt habe ich das Wort vergessen, provisorisch auf den Stehtisch gestellt, angemacht und ich habe auch keine Leinwand oder sowas. Wir müssen mit der Raufaser auskommen. Aber ich denke, das ist irgendwo auch das, was den Beamer so ein bisschen ausmacht. Mal eben schnell, provisorisch aufstellen, Spaß haben, vielleicht auch draußen im Garten, beim Camping oder sowas und nicht unbedingt nur für die Festinstallation. Fangen wir direkt mal mit dem Härtetest an. Und zwar scheint die Sonne draußen. Die scheint sogar noch ein bisschen hier rein. Und gut, Sonne und Beamer, das ist natürlich immer keine Symbiose. Aber gut, man sieht nicht mehr ganz so viel. Man hat auch hier keine Leinwand. Ich habe hier nur die Raufaser. Das ist alles so ein bisschen provisorisch. Und genau das macht den Beamer ja auch aus. Man kann ihn einfach schnell irgendwo hinstellen. Okay, man erkennt was, einen Film schauen, weiß ich jetzt nicht so wirklich, kann man mal machen, aber wir machen die Jalousie jetzt doch besser wieder runter. Dann ist es trotzdem so, dass es nicht stockduster ist. Es ist immer noch gut hell, dass man was sieht, man kann sich im Raum bewegen und man kann auch was sehen, man kann sich mit Freunden unterhalten und das Bild ist ausreichend hell genug, finde ich jetzt zum Beispiel für eine Fußballübertragung, für Sport oder für einen Film oder für eine Serie mal zu schauen oder sowas. Das ist schon cool. Ich wollte jetzt hier eigentlich gar keine fancy Bilder zeigen, das macht der Beamer hier von alleine. Gehen wir doch mal rein, wie sieht das Ganze aus, wenn wir so ein bisschen Fußball gucken, denn das finde ich beim Beamer extrem wichtig. Schnelle Bildreaktion, nicht, dass der Ball beim schnellen Schuss irgendwie zu einer Ellipse wird oder sowas, dass das Bild bei schnellen Bewegungen auch scharf bleibt. Also wenn man sich da mal hier so ein Fußballspiel anguckt, das sieht schon extrem geil aus. Ich kann jetzt hier aber keine Sky-Aufnahmen oder Übertragungen zeigen. Das gibt ganz böse Mecker wegen Urheberrechtsverletzung. Da muss man im Internet gucken, was man da so finden darf. Und da ist die Auflösung manchmal ein bisschen, naja, aber trotzdem sieht man hier schon die Farben, wie das geil aussieht. Das Problem ist die Kamera, der Weißabgleich, der kriegt es nicht so ganz auf die Reihe. Das Bild sieht immer ein bisschen rötlicher aus, als es in der Realität ist. Ich kriege es aber auch wirklich nicht umgestellt. Und wenn ich mit dem Handy ein Foto mache, ist es the same.
Vielleicht liegt es an der Natur der Sache, keine Ahnung. Aber man sieht hier schnelle Bewegung. Wir gehen hier mit UHD, also 3840 x 2160 Pixeln rein, 60 Bilder die Sekunde. Und das Bild sieht einfach schön flüssig aus. Und hier die Raufaser, das fällt jetzt gar nicht mal so auf. Klar, wenn man eine Leinwand hätte, wäre das Ganze noch ein bisschen besser. Aber man sieht, es funktioniert einfach. Das macht Spaß. Das ist cool. Und die Aufnahme finde ich sowieso am geilsten. Die ist richtig schön scharf, wie der Rasen aussieht. Und ich habe hiermit auch schon Fußball geguckt, ein schönes Spiel. Das sah wirklich cool aus und hat echt Spaß gemacht. Und auch hier mit der Helligkeit, das passt. Klar, wenn es jetzt noch ein bisschen dunkler wäre, dann wäre das, glaube ich, noch mal eine Ecke geiler. Aber so ist es auch schon cool. Und auch Landschaftsaufnahmen. Gut, wir haben vorhin schon die Bilder gesehen. Aber das hat schon was Feines. Ich habe auch noch eine Szene, da ist es ein bisschen dunkler hier. Sowas hatte ich früher in ähnlicher Form mal als Fototapete. Vielleicht kann sich ja noch einer daran erinnern, meine ersten Videos auf meinem Kanal. Schreibt mal unten in die Kommentare. Klar, bei dieser dunklen Geschichte, da ist der Kontrast jetzt nicht ganz so krass. Aber trotzdem finde ich, man kann es gut unterscheiden, was soll jetzt schwarz sein oder was soll grau sein. Das ist, ich finde es völlig in Ordnung für das, was es ist. Und wenn es jetzt noch dunkler wäre, wäre es natürlich noch geiler. So, Härtetest. Wir starten rein in Forza Horizon 5. Ich wollte erst Forza Motorsport nehmen, aber das kriegt meine Grafikkarte in 4K garantiert nicht auf die Reihe. Da müssten wir es so weit runterstellen, dass es dann nicht mehr schön aussieht. Und dann könnte man auf einmal sagen, ist der Beamer schuld. Aber ich weiß das gerade, wie das aussieht, ey. Und jetzt hören wir auch einmal kurz ein bisschen die Lautsprecher. Alter, sieht das geil aus. Okay, der DeLorean, das wirkt ein bisschen dunkel wegen der... Gott, ich kann so gar nicht zocken. Das ist total ungewohnt für mich, aber das sieht doch so krass geil aus, ey. Und auch hier, man hat hier keine Bewegungsunschärfe. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera halbwegs so rüber, wie es rüberkommt. Ein DeLorean kann alles. Alter, wie geil ist das bitte? Ist das geil, Alter. Ich krieg gerade die Tür nicht zu. Ey, ist das geil, wie das aussieht. Aber, ey, geil. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine Leinwand und das Ganze noch dunkler. Alter, ey, wie geil ist das? Die Grafikeinstellungen sind hier übrigens auch hoch im Spiel. Also man könnte es noch höher treiben, aber das kriegt meine Grafikkarte, glaube ich, nicht ganz auf die Reihe. Das Rauschen, das ist übrigens nicht der Beamer, der ist ruhig wie sonst was. Es ist tatsächlich mein Rechner. Da müssen die Lüfter jetzt ein bisschen ordentlich ackern. So, wir fahren hier mal mit Kit nach Guanajuato rein. Ja, schwarz ist wirklich, da sieht man so ein bisschen die Raufaser, aber ich feiere das trotzdem. Das ist extrem geil. Ich kann mich gar nicht aufs Fahren konzentrieren, weil ich überall alles hingucke, wie geil das aussieht alles. So, dann schauen wir mal, wenn wir mal ein bisschen Gas geben, so dezent die Geschwindigkeit nach oben treiben hier im Königseck Jesko. Auch hier, wie das alles an einen vorbeizieht, das schleiert nichts, das schliert nichts. Hier bei 482 kommt, glaube ich, die Physik des Spiels so langsam, aber sicher an die Grenze. Also das ist schon, das ist schon abnormal. Oh Gott. Ja genau, wir stürzen jetzt darunter wieder zurück auf die Hauptwelt. Nein. Eieiei. Es sieht einfach geil aus. Feierabend. Da kannst du nichts gegen sagen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier für eine Größe haben. Dann klappen wir hier mal so einen Holzgliedermaßstab aus. Das ist immer gar nicht so einfach zu messen, denn wenn ich hier im Bild bin, geht der Beamer direkt aus, beziehungsweise dunkel, damit man eben nicht geblendet wird. Dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall irgendwas über 2 Meter. Und das ist nicht klein. Also das ist schon geil. Gehen wir noch mal kurz eben ins Menü, denn das Bild, so wie es ist, könnte man sogar noch ein bisschen verfeinern. Aber ich habe das Ganze so Standard gelassen, wie es ist. Einfach aus dem Karton ausgepackt, aufgestellt, angeschlossen, läuft. Schön ist, wir haben ja direkt schon Netflix, YouTube, Prime Video und andere Sachen vorinstalliert. Wir haben hier sowas wie einen Google TV drauf. Hier könnte man noch mehrere Sachen sich runterladen, aber cool, dass es so schon mal dabei ist. Und wie gesagt, hier in den Einstellungen, da können wir hier zum Beispiel das Bild, die Helligkeit, ich glaube, das ist jetzt schon volle Kanne wegen, in dem ersten Test hatte das wahrscheinlich wegen der Sonne, hatte das wahrscheinlich auf volle Kanne gestellt. Adaptive Helligkeit, ja, okay. Was war da denn? Ultra-Helligkeit, was ist dies? Kann mir nicht vorstellen, dass wir noch heller werden. Nee.
Also hier in echt, ich weiß nicht, ob die Kamera das so hinkriegt, ändert sich eigentlich nur die Farbtemperatur. Ob das heller ist, weiß ich nicht. Vom Benutzer, was ist denn hier Standard? Keine Ahnung. HDR und war auch Bewegungskompensation. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn der Beamer bewegt wird oder was. Da habe ich einfach keine Ahnung drin. 3D unterstützt der Beamer übrigens auch. Er kann mit 3D-Signalen umgehen. Bist du mit den Einstellungen des Beamers, die er selber vorgenommen hat, nicht zufrieden, kannst du das natürlich im Menü noch ändern. Du kannst die Trapezkorrektur ändern, den Fokus nochmal ändern. Alles das kannst du selber auch machen. Und selbst wenn du sagst, das Bild ist mir zu groß, kannst du es natürlich auch kleiner stellen, wie du es haben möchtest. Ich war jetzt bei der Vorstellung in etwa, der Beamer sagt es dir ja noch, was war das, 2,80 Meter oder so von der Wand weg, bekommt man dann auch schon ein vernünftig großes Bild. Also man muss nicht zwangsläufig Gott weiß wie weg sein, um ein vernünftig großes Bild zu bekommen. Aber man kann es, wie gesagt, natürlich auch noch ein bisschen kleiner machen. Noch gar nicht haben wir über den Klang des Beamers gesprochen, und zwar selbst den Beamer hörst du nicht. Der Lüfter, der verbaut ist, man merkt manchmal einen Luftstrom oder sowas, aber der Lüfter, den hörst du nicht, da raschelt nichts, da klappert nichts. Wie gesagt, das Rascheln in den Blättern draußen im Baum ist lauter wie der Beamer. Selbst nach stundenlanger Benutzung mit UHD-Material, wenn man es reingibt, macht dem Beamer gar nichts aus. Trotzdem kann man Ton aus dem Beamer rausholen, denn der Beamer hat eingebaute Lautsprecher. Und wie der so in etwa klingt, da setzt euch am besten mal eure Kopfhörer auf, denn ich habe auch hier wieder einen kleinen, aber feinen Soundcheck für euch vorbereitet. Los geht's! Jedes Wort. Einbruch in den Tresorraum der CIA. Lese ich das richtig? Bombenanschlag im Kreml. Nur der Fairness halber, die Bombe galt eigentlich ihm. Gasangriff auf ein Sicherheitsbriefing. Das ist erst 2 Monate her. Das erklärt die Handschellen, aber mir ist immer noch nicht klar, warum er hier ist. Wenn wir die Welt vor dem Abgrund retten wollen, müssen wir uns mit ihm arrangieren. Für den Fall, dass er annimmt. Kluge Köpfe auf allen Seiten geraten in Panik. Was genau ist Ihr Plan? Also ich finde den Beamer klasse und ich kriege immer noch ein Grinsen im Gesicht, wenn ich daran denke, wie das einfach funktioniert. Wie einfach der Beamer einfach funktioniert. Einfach aufstellen, du brauchst nicht mal ein HDMI-Kabel anschließen, schon läuft das Ganze. Amazon Prime, Netflix, haben wir ja alles drin, Android, man kann auch weitere Apps hinzufügen. Das funktioniert ohne Probleme. Und ich habe schon mal öfters früher mit Beamern zu tun gehabt, aber das war noch so in der Schulzeit. Und ja, das Bild war da irgendwie auch schon beeindruckend, aber jetzt nicht so. Wenn man den Kopf irgendwie schnell und hin und her bewegt hat, dann hat man immer so diese grünen und roten und blauen Farben gesehen, womit das Bild ja zusammen erstellt worden ist, womit es erzeugt wurde. Man hat dann immer so die Artefakte gesehen. Das hat man hier bei dem Beamer überhaupt nicht. Und es ist schon geil. Und mir hat mal jemand gesagt, da kann der Fernseher so groß sein, wie er will. Echtes Kino-Feeling kommt tatsächlich erst mit dem Beamer auf. Und ich weiß, was er damit gemeint hat. Und das sogar einfach auf der Raufaserwand. Und das hat ganz gut funktioniert mit der Helligkeit. Das passt einfach. Du musst es nicht stockeduster machen. Du kannst es einigermaßen hell lassen, dass das Ganze noch gut funktioniert. Und das Bild fand ich ausreichend hell. Kontrastreich und scharf war es auf jeden Fall auch. Und bei einer Fußballübertragung, wenn wir da mal beim Ton nochmal kommen, ja, wenn da mehrere Leute zuschauen,
ein leckeres Getränkchen dabei und die fangen dann an zu diskutieren, dann ist es schon so, dass die Lautsprecher, dass das ein bisschen zu leise ist. Also du musst dann schon die Lautstärke gut hochdrehen, damit der Fußballmoderator bei Sky oder so dann auch noch zu Wort kommt und man ihn dann auch hört. Preislich liegt der Beamer, das ist ja der N1S Infinity 4K, liegt er bei um die 1700, 1800 Euro. Das schwankt aber sehr stark, wo ihr kauft. Es gibt da noch ein Modell drunter, das wäre der N1S Pro. Der ist dann von den Lumen ein bisschen dunkler, ansonsten unterscheidet er sich nicht viel, außer dann noch im Preis. Und ein Modell drüber gibt es auch noch, das wäre der Ultimate. Der ist dann noch mal heller als die Infinity-Version, kostet dann aber auch ein bisschen mehr. Jetzt bin ich nicht so bewandert, was Beamer angeht. Ich weiß nicht, ob der Preis okay ist oder so, aber ich finde auch die Helligkeit oder sowas, ich finde, das passt einfach. Du kannst ihn mitnehmen, er ist gut verpackt, du kannst ihn im Campingbereich nutzen, im Garten draußen oder sowas, wenn bald wieder eine WM oder sowas ist, mal eben schnell aufbauen. Du musst nicht gucken, gerade und sowas alles, einfach am Stehtisch drauf, Feierabend läuft. Und das finde ich, ist cool. Hier oben habe ich jetzt noch 2 andere Videos für euch und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, liebe Leute, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video alle zusammen wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss.